Der Zivilschutz ist heute ein starker und geschätzter Partner im Verbundsystem Bevölkerungsschutz. Das Beispiel der ZSO Emme mit rund 720 aktiven Zivilschützern, die größte Zivilschutzorganisation des Kantons Luzern, zeigt dies. Die Vielfalt der Einsatzgebiete in den 30 Vertragsgemeinden mit über 130.000 Einwohnerinnen und Einwohnern ist groß. Nach dem verheerenden Unwetter in der Gemeinde Dierikon im Sommer 2015 steht die Zivilschutzorganisation im Nothilfeeinsatz. Die Pioniere der ZSO Emme leisten rund 300 Manntage, um Schäden in einer ersten Phase zu beseitigen und Folgeschäden zu vermeiden. Auch außerhalb des Kantons Luzern kommen die Pioniere zum Einsatz. Im Juni 2012 wird im von Unwettern schwer getroffenen Lötschental im Kanton Wallis ein Instandstellungseinsatz geleistet. Dabei baut die ZSO Emme diverse zerstörte Brücken und Wanderwege neu auf. Besonderes Augenmerk gilt einer neu errichteten 40 Meter langen Hängebrücke, welche zuvor total zerstört wurde. In Zusammenarbeit mit den lokalen Behörden wird unter anderem dieses Bauwerk errichtet. Nebst dem Prestigeobjekt werden auch andere Brücken und Wanderwege wiederhergestellt. Ich kann mir gar nicht vorstellen, persönlich, dass der Zivilschutz so etwas erstellen kann in dieser kurzen Zeit. Die haben einen fantastischen Job gemacht. Sie sind selber wahrscheinlich sehr, sehr glücklich über die Arbeit, die sie gemacht haben. Und das sagt eigentlich alles uns. Ein hervorragender Beitrag von der Solidarität, von dem Flachland gegenüber dem Bergtal, und das wissen wir zu würdigen. Ein anderes Einsatzgebiet wird von der Truppengattung der Betreuer abgedeckt. Sie leisten Einsatz für hilfsbedürftige Personen jeden Alters. Hier ermöglichen die Betreuer der ZSO Emme betagten Menschen in Altersheimen des Kantons, die Luzerner Frühlingsmesse Luga zu besuchen. Der Stefan ist sehr gut, nur schade, dass ich ihn wenig sehe. In den rund 20 Zivilschutzanlagen im Gebiet der ZSO Emme können im Katastrophenfall rund 2000 Personen untergebracht werden. Die Anlagen werden von den Anlagewarten laufend kontrolliert und revidiert, damit diese im Ernstfall jederzeit bezugsbereit sind. Für die Logistik der Gerätschaften sind die Materialwarte zuständig. Sie retablieren das Material, welches von den Einsätzen zurückkommt, und bringen es wieder auf Vordermann. Dadurch ist jederzeit gewährleistet, dass das Material für den nächsten Einsatz funktionstüchtig ist und bereitsteht. Die Führung der Organisation übernimmt im Ernstfall die Führung der eigenen Truppen. Das Kommando ist überdies dazu ausgebildet, Gesamteinsatzleiterfunktionen im Bevölkerungsschutz auszuüben. Dazu ist eine starke Führungsunterstützung zentral, welche die nötigen Arbeiten im Hintergrund erledigt. Die Truppen werden in jährlichen Wiederholungskursen auf den Ernstfall vorbereitet. Bei allen Einsätzen ist die eigene Küchenmannschaft vor Ort.
welche die Zivilschützer, andere Einsatzkräfte, aber auch Notdürftige mit saisonalen und regionalen Köstlichkeiten verpflegt und für Motivation bei den Einsatzkräften sorgt. Ein weiteres Einsatzgebiet decken die Verkehrshelfer ab. Sie regeln den Verkehr im Ernstfall, werden aber auch bei Großanlässen wie zum Beispiel dem innerschweizerischen Schwing- und Älplerfest eingesetzt. An diesem Schwing- und Älplerfest leisten im Sommer 2013 auch die Pioniere der ZSO Emme einen Einsatz zugunsten der Gemeinschaft und unterstützen den Auf- und Abbau des großen Festes. Dabei wird die Schwing-Arena für rund 15.000 Zuschauerinnen und Zuschauer aufgebaut. Der Einsatz mit rund 700 Manntagen macht die Durchführung dieses Schwingfestes überhaupt erst möglich. Ohne den Zivilschutz, ohne die Unterstützung, ohne die tatkräftige Hilfe, auch das motivierte Mitschaffen der Zivilschützer, wären wir natürlich nie so weit gekommen. Das Beispiel der Zivilschutzorganisation Emme zeigt die diversen Einsatzmöglichkeiten des Zivilschutzes und sie zeigt auch deren Relevanz auf. Sei es im Katastrophenfall als ressourcenstarke Unterstützung im Verbundsystem des Bevölkerungsschutzes, aber auch außerhalb des Ernstfalles, wo der Zivilschutz Gemeinden und Bevölkerung tatkräftig unterstützen kann und dies sehr gerne tut.